Hallo, hallo Hi, Sebastian. hallo? Freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Heute gibt es passend zu der globalen Stimmung Blues. Ja, ähm, und zwar reden wir heute über ein Improvisations-Blues-Training oder wie würdest du das bezeichnen? Was auch immer. Es ist einfach ein Konzept, wie man Improvisation trainieren kann. Oh, okay, Ne, Also zielgerichtet und ich mache die Übung selber gerade ganz oft und es ist super cool. gut. Cool. Lass uns gucken, ob Bild und Ton okay ist. Bild und Ton super, sagt Blue Boy. Okay, und bevor wir jetzt reingehen, muss ich gleich noch zwei, drei Dinge sagen. In den letzten Wochen habe ich hier ein Upgrade gehabt auf Windows 11. Die Audiotreiber zicken rum, die Videotreiber zicken seit Wochen rum, Abstürze auf täglicher Basis. Und ich habe keine hundertprozentige Sicherheit, dass Mhm. das hier heute funktioniert. Es kann also immer wieder passieren, dass der Soundkartentreiber sich verabschiedet. Deswegen gleich die Ankündigung, ich muss mir einen neuen Mikrofon-Preamp kaufen. Ihr könnt mir auch gerne den ein oder anderen Tipp per E-Mail schicken. Ich denke da an PreSonus. Also im Bereich zwischen 200 und 300 Euro muss ich unbedingt machen, weil die Treiber von meinem alten UX2 anscheinend mit Windows 11 nicht mehr ganz so kompatibel sind. Ja. Und ich hoffe, dass ich bis Dienstag, wenn ich wieder live bin, zur monatlichen Frage- und Antwortrunde einen neuen Preamp hier am Start habe. Nur so, es geht halt so nicht weiter. Das ist eine der Änderungen. Und natürlich kann ich jetzt nicht einfach anfangen, ohne ganz kurz zu sagen, dass die aktuelle Situation, dass dieses Datum heute, ne, eigentlich gestern schon, 23.02.2022, anscheinend in die Geschichte eingehen wird. Und ich hoffe, dass wir alle gut aus der Situation, aus der globalen Situation rauskommen. Das betrifft uns alle. Und ich werde versuchen, weiterhin euch hier mit guter Gitarrenarbeit Yes. für die sicher auch wieder guten Zeiten einzustimmen. Und ich denke, dass es gesund ist und uns allen gut tut, mal für eine Stunde am Tag die Gitarre in die Hand zu nehmen. Oder, Sebastian? Unbedingt. Also ich merke es für mich, Ja. weil man natürlich sehr, sehr auch mitfühlt mit was los ist in der Welt. Nicht nur jetzt mit der Pandemie, die immer noch bei weitem nicht vorbei ist, sondern auch noch der Beginn eines kriegerischen Konfliktes mitten in Europa. Ähm, Ich hoffe, dass wir euch weiterhin ein bisschen versorgen können mit ja, Positiven Input. positiven Input. Das ist das Ja. Wort. Ja. Und darum geht es heute. Ne? Es ist ein Zufall, dass wir heute Blues haben, aber Blues passt von der Stimmung ganz gut. Freue mich sehr, Sebastian. Ja. Also hoffen wir, also im Moment sieht die Leitung gut aus, Audiotreiber scheint zu funktionieren. Hoffentlich haben wir keine Überraschungen. Und ganz, ganz herzlichen Dank für eure Treue, dass ihr live dabei seid. Und natürlich von meiner Seite auch von der Unterstützung, die ihr hier immer noch an den Tag legt für meine Arbeit. Ich hoffe, dass ich das die nächsten Jahre für euch weiterhin machen kann und ausbauen kann. Vor allen Dingen auch für die Workshops dieses Jahr, dass die stattfinden können. Ne? Also einen Workshop habe ich im Mai, im Juli geplant und im September. Drückt mir die Daumen, dass das alles klappt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Bin sehr froh, Sebastian, dass du das heute machst. Ja, gerne. Gerne. Ich brauche deine positive, Ja. gute Energie Ja. jetzt und ich glaube, die Menschen da draußen auch. Und von meiner Seite her glaube ich, die Zukunft, in die wir hineinsteuern, geht nur, wenn wir wenn wir zusammenhalten. Also wir müssen uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig Wissen vermitteln, versuchen, eine weitere positive Zukunft an die zu glauben. Das ist also für mich ganz wichtig, dass ich euch das jetzt sage. Und ich will nicht in die Politik und in die Geschichte einsteigen, weil das sind Felder, wo die Profis unterwegs sind. Und meine Erwartung ist jetzt, dass diese Leute, die Menschen, die wir gewählt haben, endlich zeigen, dass sie auch das Potenzial haben, die Dinge in die richtige Bahn zu lenken. Das wäre jetzt mein Wunsch. Jetzt gehen wir an Sebastian weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir reden Ja. über Blues. Ich bin heute hier der Kameramann und freue mich auf deinen Input, Sebastian. Ganz stark freue ich mich jetzt. Ja. Also, vielen Dank. Schön, dass ich mal wieder da bin.
Ich habe mir gedacht, ich zeige euch oder teile mit euch ein Überkonzept zum Thema Improvisation, das ich gerade selber total viel mache. Das Konzept ist extrem flexibel. Man kann es auf jeden Schwierigkeitsgrad anpassen, in jede Stilistik. Also ist natürlich auch im Blues. Heute machen wir zum Beispiel Blues, aber ich kann das auch über irgendeine Akkordfolge verwenden. Ich kann irgendein Lied nehmen, ich kann irgendeinen Jazz-Standard, ich kann nehmen, was ich will. Und man kann es wirklich für alles total gut auf sich persönlich zurechtschneiden, was man gerade übt und braucht. Ja? Also, Ich bin wieder. Ich weiß nicht, um was es geht. Also er hat mich nicht informiert und deswegen bin ich genauso neugierig wie er auch und gespannt, was jetzt kommt. Und wie ich dann darauf reagiere. Also, grundsätzlich geht es eigentlich nur darum, dass man das Material, mit dem man improvisiert, oder den Rahmen, in dem man improvisiert, festlegt und reduziert. Das heißt, das ist natürlich sehr allgemein formuliert, aber und das macht es übrigens auch so flexibel. Also, was ich oft gemerkt habe, wenn ich jetzt Improvisation übe, ne? Also ich übe irgendwie, ich spiele einen Blues und dann spiele ich drüber und denke so, also irgendwie spiele ich immer das Gleiche. Ne? Kennt bestimmt jeder. Oh ja. Ist der gleiche Stiefel, auch schon wieder dieses Lick, mache ich dauernd, nervt mich, ich will was anderes. So. Und gleichzeitig finde ich, ist es immer ganz wichtig, dass man an den Basics arbeitet. Das mache ich den ganzen Tag. Also ich Basics, wirklich. Das Wie ist mein wären? Basics, Timing, Sound, Phrasierung, ja, das ist wahrscheinlich. Timing, Sound und Phrasierung. Genau. Ne, also es geht bei dieser Übung auch nicht so sehr um die Substanz, also um die Skala, die man jetzt spielt oder die Tonauswahl. Das ist ein Punkt, aber der ist nicht so wichtig bei der Übung. Ne? Also worum geht es? Es geht vor allem um Verantwortung beim Spielen. Ich habe nämlich gemerkt, während dem Studium jetzt, da passiert es sehr oft, dass man alleine spielt. Oder im Trio. Oder nur im Duo mit einem Bass. Man spielt ein Stück, Schwierigkeitsgrad egal, aber man spielt ein Stück und dann merkt man, was für eine riesen Verantwortung man hat mit dem, was man spielt. Weil nämlich, es ist kein Schlagzeug da, das den Groove macht. Es ist kein Klavier da, das die Akkorde spielt. Es ist kein Saxophon, das die Melodie spielt, sondern es ist nur ich unter Umstand. Und dann muss ich alles irgendwie transportieren können. Also ich muss ein Timing hinlegen. Ich muss klar machen, was mache ich da. Also ich brauche eine klare Aussage, was spiele ich eigentlich. Ich kann nicht irgendwas spielen, weil sonst verliere ich die Zuhörer. Und ich muss trotzdem versuchen, im Moment zu sein. Das ist eine extrem schwere Aufgabe. Die kann man trainieren auf jeden Fall und üben wie alles. Und das ist eine Übung, die daran arbeitet so ein bisschen. Ne? Also es geht um Verantwortung, es geht um Bewusstsein und es geht darum, dass man auch ein Formgefühl entwickelt. Also jetzt bleiben wir mal einfach beim Blues, 12 Takte. Und genau, es sind so 2 Schritte, in die das Konzept eingeteilt ist. Der erste Schritt ist eine Form wählen. Und mit Form, das kann alles sein. Also wie gesagt, ein Song. Nehmen wir an, du übst gerade, ich weiß nicht, Old Love von Eric Clapton. Ja. Und sagst, okay, ich übe das jetzt. Also dann kannst du die Akkordfolge nehmen, über die improvisieren. Oder ich übe Blues, also nehme ich mir einen Blues. Einfach nur, wir bleiben mal einfach der Sicherheit halber in A. Ne? Und dann nehme ich einfach einen Standard, ganz einfach. A, D, E. Ne? Wirklich nur die 3 Akkorde. Und jetzt ist die Übung, das ist der erste Block, Form auswählen. Es gibt auch noch eine PDF, da ist es so ein bisschen zusammengefasst, was ich jetzt erzähle. Ja, super. Also erster Schritt, Form wählen. Über was will ich improvisieren, üben, ist die Frage. Es kann alles sein. Es kann auch einfach nur ein Akkordwechsel sein, bei dem man selber merkt, boah, da strauchle ich immer, da verliere ich mich immer. Da weiß ich nicht so ganz, wie spiele ich da drüber. Einfach den isolieren und den nehmen. Ne? Das geht auch. Völlig egal. So, zweiter Schritt ist den Rahmen legen. Also die Regeln festlegen. Das heißt, ich mache übrigens am besten immer mit Metronom. Also das heißt, ich demonstriere es auch gleich noch, wie es genau funktioniert. Aber eigentlich heißt es einfach, ich spiele über diese Form. Und jetzt spiele ich nicht einfach irgendwas, und sonst übe ich ja nichts gezielt, sondern ich spiele wahrscheinlich immer das, was ich sonst spiele beim Blues. Ne? Ich fange dann an und mache. Ne? Aber das Spiel habe ich alles schon 100.000 Mal gespielt. Ich will aber trotzdem an der Improvisation arbeiten. Das heißt, ich setze mir jetzt die Regel, die Limitation, nur Grundton und Terz des jeweiligen Akkordes.
Sonst darf ich nichts verwenden. Das heißt, was muss man dazu wissen? Ich muss wissen, was ist Grundton und Terz von jedem Akkord. Das ist schon mal das Erste, wo man merkt, okay, weiß ich das überhaupt? Und wenn ich es nicht weiß, habe ich schon eine Richtung, in die ich gehen kann zum Üben. Es ist sehr, sehr effektiv im Aufzeigen, wo sind die Löcher in der Basis, die ich habe. Ne? In der Wissensbasis. Genau, im Fundament. Wo sind meine Fundamentlöcher? Weil ich muss wissen, wo die Akkordtöne sind. Oder ich muss wissen, was ist denn das eigentlich? Ne? Was ist Grundton und Terz im Blues? Das muss man einfach wissen, meiner Meinung nach. Ne? Weil sonst kommt man ganz schnell an so Grenzen, über die man total einfach rauskommt, wenn man so dran geht. Also, das heißt, okay, ich muss wissen, was sind Grundton und Terz. A und Cis. Ne? Fürs A. Ne? Wir gucken gar nicht auf die anderen Töne jetzt, nur das. So. Dann fürs D haben wir D und Fis. Und fürs E und Gis. So, das sind meine Töne. Also ich habe 2 Töne pro Akkord. Das ist schon mal total reduziert. Das heißt, was macht das? Ich muss nicht so viel denken an Skalen, an die ganze Auswahl, die ich habe. Oh Gott, wo bin ich überhaupt? Sondern ich habe 2 Töne zur Auswahl. Was macht's aber? Es zoomt rein auf alles andere. Nämlich, ist dein Timing gut? Mhm. Ist deine Phrasierung gut? Ist dein Sound gut? Okay. Weil dann brauchst du nicht mehr als 2 Töne. Ne, wenn sonst kann ich mich immer hinter dem verstecken, was ich immer spiele. Aber wenn man mal wirklich reinzoomt auf, du hast nur 2 Töne, dann muss das ganz klar sein, was du spielst. Und es muss eine Time da sein, es muss ein Sound da sein und es muss irgendwie phrasiert sein. Jetzt sind andere Sachen viel wichtiger, weil ich habe die Anzeigetöne ist nur noch so groß. Ich habe nur noch 2 Töne. Das heißt, das andere wird viel, viel wichtiger. Ne, und das ist das Gute an der Übung. Ich kann jetzt auch sagen, wenn mir Grundton und Terz noch zu viel ist, ich mache nur den Grundton. Ja, liebevoll. Geht auch. Ja, also das Problem ist auf der Gitarre so ein bisschen natürlich, dass A und Cis überall ist. Es gibt nicht nur das. Ne, es gibt auch. Ich kann das auch A und Cis. Da kommt schon das erste Problem, ne, wo ich mein Griffbrett kennenlernen kann und wieder gucken kann, weiß ich, wo A und Cis ist. Das ist super Übung eigentlich. Richtig. Zum Start. Und auf diese Art und Weise sieht man ganz schnell, wo hänge ich denn eigentlich? Bei welchen Sachen weiß ich nicht, wo ist es? Und dann hat man wieder was, wo man üben kann, weil ich oft auch die Frage kriege, oh, was soll ich denn üben? Ich habe keine Ahnung und es ist ja so viel Material. Kenne ich, aber das ist ein guter Weg, weil man bei der Übung einfach merkt, boah, ich weiß ja gar nicht, wo ist Grundton und Terz. Und das sind einfach die 2 wichtigsten Töne erstmal. Ja. Ne? So. Den muss ich einfach wissen. Und dann wird mein Spiel auch viel, viel klarer, vor allem im Blues. Ich kann es aus eigener Erfahrung nur sagen. So, jetzt habe ich den Schritt gemacht, also ich habe mir die Form ausgewählt, Blues, 12 Takte, 3 Akkorde, und ich habe mir die Limitation gesetzt, nur Grundton und Terz. So, und das Zweite, was immer dazu muss, ist das Metronom zur Kontrolle, dass ich einen Klick habe, einen Time. Auf jeden Fall. Ne, das kann man auch ganz variabel einstellen. Je mehr Informationen vom Metronom, desto einfacher. Wenn ich das Metronom nur auf 4 einmal klicken lasse, also 1, 2, 3, 4. Heiß. Das ist dann schon, ne, oder auf 2 und oder so. Ne, man kann das der Schwierigkeitsgrad geht bis ins Unendliche. Man kann aber auch einfach 1, 2, 3, 4, das geht auch. Ja? Also das ist dann was man sich überlegen muss, was ist zu schwer für mich oder was brauche ich. Wenn einem das, ich sag's gleich dazu, wenn einem das zu schwer ist insgesamt, weil es ist schon, wenn man es noch nie gemacht hat, ist schon sauschwer, weil man muss alles machen. Ich muss die Bluesform im Kopf haben. Ich habe nur einen Klick, ich habe keinen Gitarristen, der mir irgendwie hilft. Ich bin alleine. Ich habe nur den Klick. Ich muss die Bluesform im Kopf behalten, ich muss wissen, wo bin ich da. Da muss ich die richtigen Töne wissen, also Grundton und Terz. Und ich muss noch in Time bleiben und möglichst interessant spielen. Also es ist schon mal, man muss da ein bisschen reinwachsen. Ne? Aber deswegen kann man auch den Schwierigkeitsgrad variieren. Okay. Wenn einem das zu hart ist, macht euch einen Loop Okay. mit Basstönen oder so. Aber keinen ganzen Backing-Track, weil dann ist die Übung sinnlos. Also ein Loop nur mit dem Genau, das Grundton. heißt so. Ganz einfach. Dann hat man ein bisschen die Schwierigkeit schon mal weg, dass man die Form noch komplett wissen muss. Und hat ein bisschen ein Grund. Man hat ein bisschen ein Fundament. Ne? Das kann man auch machen. Aber meine Bitte ist, oder die Übung macht nur Sinn, wenn man keinen ganzen Backing-Track verwendet. Weil sonst kann man sich da wieder drauflegen. Und es geht darum, dass man die Verantwortung selber komplett trägt. Wow. Ne? Das ist das, worum es geht bei der Übung. Also ich demonstriere das mal kurz. Ja, bitte. Du kannst es dann auch gerne mal probieren. Das ist wirklich, ich habe erstmal gedacht, oh Gott, shit, das ist ja sau schwer. Also, aber es ist wirklich, ich kann euch nur sagen, es ist super, super gut. So, ich habe jetzt hier, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für so eine App hier. Ich habe so ein Metronom, das heißt Time Guru, kennt man vielleicht. Ihr könnt irgendein Metronom nehmen.
Ich Das, gehe in die. das hier ist ganz gut, weil man da muss ich hin, gell? Ja, dann Hier. wieder, genau. Weil man hier, Time Guru heißt Genau. es. Okay. Time Guru, kostet 2,50 oder so, aber man kann hier sehr viel einstellen. Jetzt mache ich mal kurz einfach nur einen Klick an, beziehungsweise ich mache 4/4. Hoppala, 4/4. Mhm. So. Ich habe jetzt hier, man muss ein bisschen sich mit auseinandersetzen, aber ich habe jetzt 4/4 und es klickt, ihr seht, es klickt nur auf 2 und 4. Richtig. 1 und 2 ist Pause. Ja? Das heißt, das mache ich jetzt an. So, das ist ein bisschen langsam. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ne? Und jetzt mache ich das. 1, 2, 3, 4. Eins. Ne? Das wäre jetzt ein Durchgang gewesen. Soll ich sagen, probieren? Ja, gerne. Nur Grundton und Herz. Das ist aber erst noch nie mal in Ja, meinem Leben. aber das ist saugut. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und dann? Ja, genau. Wie fühlt sich's an? Interessant. Ja. Es klingt gut, es zwingt mich auf eine extreme Reduktion Mhm. und es hat mir gefallen. Ja. Also es hat luftig geklungen. Beim ersten Versuch schon, ich habe noch überlegen müssen, jetzt wo die Ja, A's man sieht überhaupt mal, shit, Ja. ich muss da erstmal gucken, Wo- wo ist denn das nochmal ganz Genau. genau? wo ist mein Ja. Cis und, Genau. und will ich jetzt nicht ich will nicht so einen Ja. großen Sprung machen. Ne? Genau. Genau. Das ist sehr kreativ. Ja, Es ist genau. verdammt geil. Jetzt muss ich nämlich überlegen, das ist Improvisation. Ich habe einen gegebenen Rahmen und in dem muss ich spontan gucken, wie mache ich damit Musik. Wow. Das ist Improvisation. Weil ich sitze da mit einem Kontrabassisten und wir spielen All the Things You Are zu zweit und so, go, gib ihm. Und dann sitzt du da, oh shit, mache ich jetzt Akkorde, spiele ich Melodie und Akkorde. Was mache ich jetzt? Improvisiere ich? Weil das Ding ist, man hat so eine große Verantwortung allein. Wenn ich einmal was spiele, was nicht ganz klar ist, dann schmeiße ich den ganzen Laden um. Ne? Und so trainiert man das. Also ich sitze wirklich da und übe Stücke so. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Coole Sache. Ja. Weil das hat ganz viele Vorteile. Aber mir fällt vor allem ein, wenn ich jetzt zusammen spiele und ich bin das gewohnt, so zu üben und ich spiele mit irgendjemandem zusammen, der mir einen Akkord gibt, dann denke ich, oh Gott, das ist einfach, können wir einfach reinlegen, weil ich kann auch allein die ganze Verantwortung tragen. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass mir ein Pianist Akkorde Ganz spielt. tolles Konzept. Ja. Ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass ein Schlagzeuger mir einen Groove gibt. Ich habe den. Ich kann das alles allein machen. Wow. Ne? Es ist natürlich, es hört sich sehr schwer an. Ja, lass uns heute Ja. ganz reduziert Ja. bleiben. Ja, so Basics. Und dann machen wir vielleicht 1, 2 Follow-ups, wo wir Ja. dann drauf aufbauen. Nicht, dass wir zu Ja, also wie viel gesagt, in diese Stunde packen. ich kann hier alles machen. Ich kann auch sagen, so, ich will jetzt nicht Solo unbedingt machen, ich will Comping machen. Begleitung. Und ich übe das so. Comping kommt vom Wort Genau. Ja. also zu begleiten, Accompagnement. Genau, und ich darf Und nur, das Comping ist die Abkürzung dafür. dann wäre wieder der gleiche Schritt, okay, ich will jetzt ein bisschen Blues-Begleitung üben. Was mache ich? Ich setze mir einen Rahmen, also Blues. Mhm. Zweiter Schritt, ich mache eine Regel.
Regel ist nur Terzen Septime. Ja? Als Sekunde und weg. Genau, jetzt komme ich nur mit Terzen Septime. Also ich mache mal Metronom wieder an. Brauchst du Akkorde? Nee, brauchst du nicht. 3, 4. So, ein Grundton dabei. Ne, aber das ist die Idee. Wieso hast du dich entschieden, jetzt mit Zweiklängen zu arbeiten? Einfach weil es eine Reduktion ist. Jetzt, sonst würde ich immer meine Voicing spielen, die ich immer spiele. Sonst würde ich irgendwelche Akkorde spielen. Aber wenn ich sage nur Terzen Septime, dann muss ich erstens wieder wissen, wo ist Terzen Septime. Okay. 2 wichtige Töne, die wahrscheinlich noch wichtiger als Grundton und Terz, so ein Terz und Septime. Da muss ich wissen, wo sind die und dann damit kreativ umgehen. Es geht immer darum, sich in ein neues Fahrwasser reinzuschießen, dass man damit umgehen muss. Ne? Und dann merkst du, oh Mann, wie mache ich jetzt da? Ne? Genau, also dazu muss man halt, der erste Schritt ist immer, wenn du dir eine Regel setzt, okay, erstmal muss ich gucken, kann ich das überhaupt umsetzen? Terz und Septime ist G und Cis für A. Hier. Ne? Und dann für D ist es Fis und C. Und dann ist es D und Gis. Das Coole ist aber, wenn ich jetzt jemanden begleite, dann habe ich die Möglichkeit, so zu begleiten. Wenn ich dem anderen mehr Raum geben will. Ich muss ja nicht immer. Na, ich kann ja auch einfach. Schön. Aber also angenehm jetzt für mich. Genau. Ne? Es ist alles wichtig da, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, ich kann das machen, wenn ich will. Ich habe auf meiner Farbplatte mehr Auswahl. Ich habe nicht nur Wuff, sondern ich kann auch, weil ich das so geübt habe, okay, wie mache ich jetzt kreativ? Wie begleite ich den jetzt anders? Ich kann anders drauf eingehen. Ne? Und wie gesagt, bei der Improvisation, man kann sich alles aussuchen. Ich kann sagen, ich übe jetzt einfach nur über ich übe sowas wie F, C und F. Das ist meine Akkordfolge, ja? Okay? Jetzt mache ich mir Metronom an und dann spiele ich darüber und gucke, dass ich das versuche, alles klar zu machen, was wichtig ist, um diese Akkorde klar zu machen und trotzdem allein halt, ne? Also mit Regel. Das heißt, ich mache jetzt. Das sind jetzt die Viertel. 1, 2, 1, 2, 3. Die Regel ist nur Tonleiter. Nur C-Dur-Tonleiter darf ich verwenden. Ne? Okay. Zum Beispiel. Aber ich will trotzdem hören, dass man hört, da kommt ein F. Ne? Und so weiter. Also das ist wirklich die Idee. Ja, ich spiele noch ein bisschen. Ja.
Sehr, sehr schön. Also das sind, sehr schön. ich kann alles machen. Ich kann eine Akkordfolge nehmen, über die ich gerade Probleme habe und übe die so. Ne? Also ich nehme einfach einen Standard, einen Jazz-Standard und mache den an, 2 und 4 und spiele das. Und spiele einfach nur drüber mit der, im Moment gerade ist es bei mir nur Arpeggio. Nur die 4 Akkorde, sonst nichts. Nur die 4 Akkorde, ja, genau. Und dann, also Grundton, Terz, Septime und Quinte. Die 5, die 4. Und das reicht. Es ist sauschwer. Ja, es ist sauschwer. Und dann denkt man sich, okay, bei Moll 7, da bin ich lost in manchen Stellen, dann übe ich die. Und ich merke, okay, bei halb vermindert oder bei einem Septakkord, da bin ich dauernd verloren, also übe ich die. Ne? Man hat, finde ich, so einen sehr guten Weg, der kommt von ganz alleine, dass man merkt, okay, das kriege ich nicht hin, das soll ich vielleicht üben. Ne? Also man sieht so, das ist so ein bisschen diese eigene Anleitung zum, was kann ich üben. Auch wenn ich diese Sachen versuche zu üben. Und wie gesagt, es geht bis ins völlig Bodenlose rein von der Schwierigkeit, wenn ich das Metronom runterschalte auf alle 4 Takte einmal auf die 1 oder sowas und dann bin ich da noch da. Wenn ich das aber alles kann, ne, und jetzt auch zu dem Thema mit diesem Grundton Terz, das ist wirklich für mich, wäre das so der Anfang, wenn ich sage Blues Impro. Lass uns eine Serie draus machen. Ja. Heute bleiben wir dann bei Grundton und Terz. Ich glaube, wenn man damit startet, ist das eine gute Basis. Ja. Ja. Wir haben natürlich schon das ein oder andere Video gedreht, wo du mit wirklich toller grafischer Hilfe auch, wo du lernen kannst, die Töne zu finden. Also erstmal den Grundton überall, nehmen wir mal das ein Blues in A, dann suchst du dir das A überall auf der Gitarre, dann das D und das E. Und dann zu den 3 Akkorden die Terz. Unsere Gitarre ist ja so aufgebaut, dass man nicht nur wissen sollte, irgendwann halt, wo die Töne sind auf der Gitarre, sondern man kann auch in etwa leicht herausfinden, dass positionsbezogen auf der Gitarre die Terz immer an der gleichen Stelle ist. Und dann kann man einmal vom Grundton ausgehen, die Terz suchen, ne? Oder von der Terz ausgehend den Grundton suchen. Ne? Also erstmal die A's, ne? Klar. Und so weiter. Und dann habe ich hier mein Grundton A, dann ist das Cis hier unten dran. Das wäre dann die Mollterz. Nein, dass man das schon mal hört, ist ein Riesenschritt, oder? Ja, klar. Dass man sagt. Und man darf sich, also wenn man sowas lernt, am Anfang klingt das nicht toll. Am Anfang klingt das immer so, wenn man die Katze am Schwanz zieht. Und das ist völlig normal. Ja. Und durch diese Phase durchgehen, bringt wahnsinnig viel, wenn man dann trotzdem dran bleibt. Und man muss den Mut haben, auch für eine Weile mal halt nicht so gut zu klingen und nicht auf die Standard-Klischees zu fallen, die man schon so oft gespielt hat. Ganz genau. Und natürlich spielt so kein Mensch. Also ich spiele da nicht nur mit Grundton und Terz. Ja, ne? Logisch. Aber was macht es? Es bringt eine unglaubliche Klarheit rein in das, was ich spiele. Weil wenn ich die 2 Töne, genau, ins Ohr auch. Wenn ich die 2 Töne spiele, dann weiß einfach jeder, okay, er ist auf A. Ne? Das ist ganz klar, wo er ist jetzt. Die Aussage ist ein klarer Satz mit Punkt. Ja. Ne? Und ganz oft beim Improvisieren ist es so, dass man halt irgendwas hinspielt und die Schwierigkeit wird es eigentlich eher, wenig zu spielen und trotzdem alles zu sagen damit. Ne? Und dafür ist das eine super Übung. Also Stichwort Reduktion. Ne? Also einfach mal diesen ganzen Bullshit auf Deutsch gesagt rauszunehmen, den man sonst immer spielt. Das soll man ja nicht vergessen. Ne? Aber es geht mir darum, wenn ich improvisiere und ich habe das so geübt, dass ich so klar spielen kann, dann kann ich auch, wenn wir zu zweiten Blues spielen, mal nicht klar spielen. Und rausgehen, ganz weit weg. Aber ich kann dann sofort wieder da sein. Weil ich weiß, wie es geht. Ich bin dann sofort wieder da und jeder weiß, okay, da ist er wieder. Jetzt war er gerade irgendwo. Ja. Ich kann alles machen, wenn ich wieder da bin. Na, Sag wieder mal ein Beispiel. Ja.
Sehr geil, sehr, sehr geil, sehr geil. Ne? Also, ja. Du kannst echt, das war total random. Also wirklich, ich habe jetzt nichts besonders. Ah ja, guck mal, da spielt er jetzt den Dreiklang da. Nee, das war einfach irgendwas. Ja, aber es ist absolut im Jetzt. Genau, Du nimmst dir diese völlige Freiheit. genau. Weil ich mit einem Satz wieder sagen kann, Ich bin noch da. ich bin auf dem D jetzt. Ja, jetzt bin ich wieder Ne? da. Aber ich habe früher gemerkt, und ich habe es jetzt auch während dem Jazzstudium und während dem gemerkt, ich muss nochmal 10 Schritte zurück und Akkorde nehmen. Ja. Es muss einfach so ehrlich sein mit sich. Also, ne? Also- Man muss so ehrlich sein. Es geht nicht. Was ist die Hausaufgabe, damit das Video Grundton und Terz. eine angenehme Grundton und Terz. Können wir das an Blues in A erstmal und dann ausbauen, Ja. oder wie würdest du sagen? Total, ja. Sollen wir da was dazu noch schreiben? Ein bisschen was. Ich habe Ja. eine Ach, schon. Zusammenfassung Okay, mit den cool. 2 Schritten, die man macht. Man kann das wirklich einfach selber aussuchen. Okay, die Schwierigkeitsgrad lässt sich schon allein dadurch verstellen, dass ich das Metronom anders einstelle, Okay. dass ich eine andere Tonart nehme Mhm. und dann schon wieder, oh Gott, Oh, ja, F, ja. ach du liebe come Zeit. on. Ne? Ja, Dann genau. kann ich sagen, so, jetzt, dann wähle ich andere Töne aus. Ich sage, ich mache nur Quinte und Grundton oder sowas. Oder Ja. Quinte und Terz. Also das lässt sich ganz einfach variieren. Mein Wunsch ist, bleiben wir in der Bluesform. Ja. Ich verlinke unter dem Video noch diese 2 Videos, wo ich erkläre, wie man die Töne findet auf der Gitarre, auch grafisch. Und dann einfach mal für 2-3 Wochen jeden Tag 10 Minuten das Metronom laufen oder Viertelstunde, Genau. je nachdem, wie viel du Lust hast. Vielleicht machst du das auch gerne länger. Das machen und dann dazu Grundton und Terz finden und dazu spielen. Du kannst in die Töne reinsliden, du kannst sie beide gleichzeitig spielen, du kannst sie rückwärts spielen, du kannst sie phrasieren. Genau. Rhythmisch sein, gucken, dass das gut klingt und weniger ist mehr. Wenn ich was spiele, dann muss es klar sein. Ja. Ich muss nicht viel spielen. Wirklich, man muss nicht viel spielen. Ja. Sondern das, was man spielt, muss einfach klar sein. Okay, das ist die Hausaufgabe. Dann bauen wir das auf in der nächsten Zeit, packen als nächstes dann die Septime dazu und klar die Quinte noch und bauen daran, lass uns eine Serie draus machen von ein paar Episoden. Und dann gibst du uns auch noch diese Tipps mit diesem, wo man rausgeht und wieder reinkommt und wie sich das für dich anhört und anfühlt. Ja, erzähl. Es ist halt jetzt für Fortgeschrittene, aber auch für jemanden, der sich noch am Anfang befindet, glaube ich, es ist ein sehr, sehr wertvoller Einblick in den Weg zum freien Spiel. Gar nicht Improvisation, sondern frei spielen. Das ist Genau, der Traum. ja. Traum. Genau, also wirklich so das bringt es schon, weil man einfach immer, das Fundament ist so stabil, wenn man das so übt, dass man einfach machen kann, was man will. Man kann immer wieder zurück, sofort. Sehr schön, sehr schön. Cool. Ja, also. Wollen wir mal in den Chat gucken? Ja, gerne. Und schauen wir, ob das verständlich ankommt. Hallo, super. Oh ja, Deep River Blues. Tommy Emanuel und Jason Esper. Sehr schön. Genau. Hallo Sebastian, hallo. Schöne Abwechslung zum Stupieren. Ich lerne mein Griffbrett kennen. Rüdiger ist ein Schüler von mir. Liebe Grüße, Rüdiger. Ah, liebe Mit dem Grüße. machen wir gerade Griff, deswegen hat er das jetzt geschrieben. Oh ja, sehr gut. Ja. Toll, toll. Freut mich, ja. Warum wolltest du denn unbedingt Windows? Ja, ich wollte es doch nicht. Das hat sich durch die Hintertür reingeschlichen. Ich will das alles nicht, aber die Updates in dem Moment, wo du updatest, passiert ja, auch wenn du oberflächlich noch Windows 10 hast auf dem Rechner, diese technischen Updates im Hintergrund bringen dir neue Treiber, also die machen das durch die Hintertür. Da funktioniert irgendwann nichts mehr. Da funktioniert irgendwann nichts mehr und irgendwann hast du zwar immer noch in Anführungszeichen ein Windows 10, aber ja. Und man kann es ja nie wissen. Man hat ja auch immer die Hoffnung, dass ein System sich ja eher verbessert. Ne? Aber verbessert tut sich das oft erst nach Monaten oder Jahren. Ne? Genau, also ihr werdet mir hoffentlich nicht die Schuld geben, dass ich jetzt Windows 11 auf meinem Rechner habe und dass es nicht funktioniert. Noch schaffe ich nicht bei Microsoft. Kann nicht programmieren. Ah ja. Also irgendwie krumm an oder ist mir zu hoch. Ja, das hört sich krumm an, ist auch richtig, weil
weil es ja schräg ist, wenn man aus der Tonart rausgeht. Aber das, was der Sebastian gesagt hat, ist entscheidend, dass man wieder reinfindet. Ja. Genau. Also vielleicht noch ein Tipp. Lasst euch Zeit damit. Das ist wirklich was, wenn man in diese Übemethode mal reingekommen ist, sich solche Regeln zu setzen. Also, ne, vorausgesetzt, man hat selber auf diesen Moment, wo man denkt, boah, also eigentlich spiele ich immer den gleichen Mist. Lass uns mal. Ich will mal raus da. Ich gebe dir, du hast vorhin. Ah ja. Jetzt ist es wieder da. Kannst du dir das erklären? Ah ja, da ist er. Wir waren kurz weg, die Leitung war tot. Ne, das ist sauschwer. Das ist jetzt wieder ein anderer Akkord. Ich habe echt an ein paar Stellen überlegt, verdammt, wo bin ich? Ne? Also das ist jetzt wieder was, wo ich mir, okay, ich muss bei G7, Sus4 Akkordtöne checken. Wo sind die? Ne? Ganz das schnell. ist jetzt wieder das, wo ich merke, alles klar, muss ich üben. Ja. Ne? Das ist der Prozess. Super. Und genauso kann man da in allen Schwierigkeitsstufen hingehen. Toll, Und das so toll. üben. Cool. Also, was ist der Benefit von der Vorgehensweise? Und am Ende glaube ich, also in meiner Sichtweise hilft es mir enorm in der Navigation auf dem Griffbrett und im Sound auch mal anders zu klingen, statt immer nur, ne? Wenn ich jetzt, mach mal die Begleitung und wenn ich jetzt spiele, ne, dann klingt das natürlich nicht so wie beim Sebastian. Mein Ohr hat mich jetzt. Na, und da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das ist ja super. Das ist ja super. Und das ist die Übung, das darf man nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass man aufhört, dass man alles vergisst, was man kann. Es geht einfach darum, vielleicht mehr Klarheit noch rein und mehr Bewusstsein ins Spiel reinzubringen. Also du hast mich natürlich jetzt sehr, sehr motiviert, das auszuprobieren. Also wirklich, für mich bringt es das, weil man kriegt auch ein anderes Selbstbewusstsein als Spieler. Ja. Weil ich einfach ich bin nicht auf niemanden angewiesen. Ich kann alles allein machen. Also ich habe auf den G7 übrigens Arpeggio gespielt. Ja, natürlich. Es war jetzt ein G, ich habe es nicht als Septime gespielt, aber das hat mich einfach so, und beim F habe ich es ja ähnlich gemacht. Natürlich. Aber die Idee jetzt...
Ja, doch, da ist er. Ah, da ist er wieder. Da ist er Ne? wieder. Also, ihr seht, Und weg. die Übertragung ist immer kompliziert, aber ich lasse das online. Ihr merkt natürlich, dass wir live sind. Und vorhin ist das Ding komplett ausgestiegen gerade eben. Hast du ja gesehen gehabt, ne? Die Leitung war noch da, aber der Stream auf YouTube war plötzlich weg. Ne? Also, ihr seht schon, was willst du machen? Ne? Da kann ich es machen. Was willst du machen? Was ich noch machen kann, ist, dass ich mir einen neuen Preamp kaufe und es mit dem ausprobieren, ja. Ob es dann besser wird. Ja. Jo. Also, das gehört zu den Live-Übertragungen dazu. Ich lasse es einfach im Video drin, damit ihr merkt, dass wir live sind. Ja. Es erzeugt jetzt keinen großen Stress mehr bei mir. Ne? Also, weil entweder mache ich es weiter live oder nicht drin. Oder ich mache es offline. Ja. Und dann ist es halt alles ein bisschen langweiliger. Okay, so das sollte es gewesen sein. Ihr entschuldigt den Brumm. Ich werde es versuchen, im Nachhinein vielleicht die Stelle ein bisschen, wenn es noch findet. Wenn noch was zu retten ist. Wenn noch was zu retten ist. Ja, es ist nicht nur der Soundtreiber. Ne? Wenn du siehst, dass plötzlich wir haben ja hier unten so ein Download-Meter, was mir genau anzeigt, wie viel über die Leitung geht. Da war gerade eben absolut. Und dann bricht die Leitung ein in der Übertragung auf YouTube. Also da könnte man nicht erzählen, dass es das die Soundkarte ist. Ne? Bricht einfach, es war 10 Sekunden komplett weg. Ja, gerade eben ist ja auch sowieso mal alles abgestürzt. Genau, alles abstürzt kurz. Und das bedeutet für mich, ich werde auch wieder die Qualität zurücksetzen. Anscheinend ist es noch nicht gut, wenn ich in 2K übertrage live. Wir sind ja jetzt immerhin auf 2K gegangen. Ja. Ich setze es wieder zurück auf Full HD. Den Stress gäbe man nicht mehr. Ne? Genau, also, was Sebastian noch gesagt hat, ist, er hat durch das Lied durchgespielt, ohne die Akkordbegleitung. Und das war natürlich sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr schwierig auch. Ne? Ja, schon schwierig. Also, was mag man noch? Also, vielleicht so ein Ding, was man noch mitnehmen kann, ist weniger ist mehr. Das ist ganz wichtig. Also nicht meinen gleich, dass ich überall jetzt das machen muss. Ne? Also das ist immer so ein Ding bei der Gitarre, was ich selber auch dauernd merke. Oh, ich meine immer, ich muss für alles alle Fingersätze können. Und so. Und das ist aber Quatsch. Ne? Also es geht nicht um Vollständigkeit. Darum geht es nicht. Ich will ja Musik machen. Ne? Aber bei der Übung geht es auch nicht um Vollständigkeit, sondern es geht einfach so ein bisschen um Freiheit und Offenheit, um so einen offenen Approach ans Instrument zu gehen und einfach zu gucken, okay, das ist kompliziert, ne? I know. Und es liegt in der Natur des Instruments. Genau, und es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach, aber es ist ein geiles Instrument, ne? Und von daher lasst euch Zeit, ist echt meine Message. Lasst euch Zeit, es ist wirklich, es bringt sowas von. Ich habe es jetzt schon mit ein paar Schülern gemacht und die haben alle gesagt, es ist mega. Ja. Die haben es gleich auch gedacht, oh Gott, ist das schwer. Haben gedacht, also ich sage, mach mal nur mit Terzen Grundton und Metronom an und dann gedacht, oh ja, klar, geht. Und dann zack, nach dem ersten Tag schon aus dem Timing raus. Und dann habe ich gesagt, ich habe dir das gesagt, das ist schwer, aber gemacht und nach 2 Wochen geschrieben, ey, ist super gut, viel besser schon, das macht ja richtig Spaß. Ne? Und wenn man dann dennoch das drauflegt, was man eh schon spielt die ganze Zeit, dann wird das noch besser, kann ich euch versprechen, weil ihr eine andere Klarheit und eine andere Verantwortung habt im Spiel. Okay. Ne? Das wird alles besser, was man sowieso schon hat. Wenn das Fundament stabiler wird, wird alles oben drüber. Ihr bekommt noch eine schriftliche Anleitung zum Üben und ich freue mich schon. Wir lassen euch Zeit, ein paar Wochen zu dem Thema und dann machen wir nochmal weiter. Ja. Machen wir noch 1, 2 weitere Teile. Okay? So. Gut. Ja, es kommt natürlich, also klar, runtergehen kann man immer in der Qualität. Man will euch ja, also ich mache es ja für euch. Ja?
ich will euch ja was bieten. Ja? Und man hat ja immer die Hoffnung, dass ich habe eine Gigabit-Leitung. Leute, ich habe eine Gigabit-Leitung. Ich bezahle dafür einen Haufen Geld und ich habe einen Upload von 50 Mbit verkabelt. Ne? Und trotzdem steigt das Zeug immer wieder aus. Ne? Also das ist einfach so, dass in der heutigen Zeit unglaublich viel hochgeladen wird und gestreamt wird. Und gerade auf YouTube ist ja völlig klar, dass die Systeme im Hintergrund das nicht so packen, wie wir es uns vorstellen. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Immer wieder eine Freude. Ich wünsche dir bei dem Ausprobieren dieses Improvisationstrainings, ich finde es sehr innovativ, eigentlich sollte es ein Standard sein. Und man müsste viel, viel früher in seiner Gitarrenlaufbahn das, was der Sebastian jetzt gesagt hat, können. Ja, es ist halt. Ja, Es gibt am Klavier. Ne? Genau. Hier ist der Grundton, hier ist die Terz. Ja, Übt es mal. das ist so ein Gitarrenproblem. Es ne? ist ein Gitarrenproblem, vor dem wir alle uns ein bisschen drücken, ich inklusive. Und ich glaube, wenn man das 2-3 Wochen übt. Es geht, es ist kein Hexenwerk, wirklich, es geht. Man muss offen sein dafür, das ist das Allerwichtigste. Weil oft ist es also, man spricht irgendwas, man fängt schon mit bei mir war das früher übrigens auch so, ja, da muss man jetzt die Septime in einem Video, okay, mache ich weg, keinen Bock drauf, Septime interessiert mich nicht, ich will, Klar, ich habe dann, oh Gott, nee, lass mich in Ruhe damit, ich will einfach nur, Ja. Und da ist auch nichts dagegen einzuwenden, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, so weit komme ich damit und jetzt ist Schluss. Spätestens bei Jazz habe ich gemerkt, keine Chance. Keine Chance. Du musst es können. Du hast keine Chance. Also, Grundton, Terz, Septime als nächstes. Herzlichen Dank euch, dass ihr dabei wart. Eine Bitte habe ich natürlich für die Unabhängigkeit dieses Kanals. Hinterlasse ein Abo. Das ist extrem wichtig. Über 60% meiner Dauernutzer des Kanals haben noch kein Abo. Ich meine, es ist doch so einfach, auf diesen Abo-Kanal zu klingen. Klick drauf, jetzt. Bitte macht das. Es ist ganz wichtig. Nur so bekommen wir auch weiterhin diese Kanäle. Ich könnte mir vorstellen, dass YouTube irgendwann sagt, alle Kanäle unter 10.000 schalten wir jetzt mal ab. Ja, weil so viel Material hochgeladen wird. Ne? Wer weiß, was noch kommt. Ne? Also bitte hinterlassen ein Abo. Läutet die Glocke, dass du informiert bist, wenn wir wieder live sind. Und vielen, vielen Dank, Sebastian. immer wieder gerne. Eine große Freude. Viel Spaß mit der dass du uns an diesen Insights teilhaben lässt. Ich wünsche euch da draußen viel, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Und ja, toll wäre natürlich, bevor du gehst, wenn du hier auf WhipGuitar auf meine Webseite gehst und Unterstützer des Projektes wirst. Herzlichen Dank.